jetzt 1000 Gründe finden, wieso es morgen schwierig wird. Der fehlt, rasiert mir eine Scheiße. Wieso glaubt ihr, dass ihr hier sitzen müsst? Mehr Power, Bruder, mehr Power. Okay, durch den Bank, Glückwunsch, Freunde. Das ist meine erste Youth League Saison jetzt. Ja, also das erste Mal, dass ich Youth League spielen darf. Youth League ist schon das Höchste, was man spielen kann in der Jugend, würde ich sagen. Deswegen freut mich das sehr. Letzte Saison gegen AC Mailand, dieses Jahr gegen Barcelona, Real Madrid, so ist sehr groß für mich. Es war ein Traum für mich. Neuer Ball! Liegt auf flache Füße! Nein! Hinterm Standbein, will ich dich sehen! Dann 4 gegen 1, Mann! Komm on! 2, 3, 4, 5, 6, gut! Raus! Komm, schneller raus! Fußball haben wir alle nur angefangen, weil es uns Spaß macht. Deswegen nach dem Training meistens, dann nehmen wir uns noch 1, 2 Bälle und schießen einfach, haben einfach Spaß am Fußballspielen. Ja, ich war auf dem Tor gegen Robin, unser Torwart. Ja, es war nur so Spaß. Das ist das Wichtigste. Ja, du musst immer so Spaß und 100% machen und ich weiß nicht, du musst beide machen. Auf, so anzuschießen! Gut, erstmal, ich habe mit den Profis gesprochen. Cole und Almu sind Teil bei uns eingeplant, also das heißt eigentlich schon die spielen. Jetzt haben die aber 2 Fragezeichen drüben, deswegen trainieren die nicht bei uns mit, sind auch nicht hier heute. Morgen auch nicht, trainieren die drüben mit und dann kriegen wir Bescheid nach dem Training morgen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wenigstens einen Punkt brauchen. Ich weiß, dass Barcelona zu Hause wird mir das schwierig. Ich hatte mit Nuri im Flugzeug gesprochen, den Tag davor, und da war ja so ein paar Fragezeichen oben, deswegen sind wir so verblieben, wir sollen nächsten Morgen nochmal reden. Also von mir ist not a problem, I will keep you here, but I was talking to I hope to see you tomorrow. Freunde, ich gehe davon aus, dass Cole und Almu morgen früh dazukommt und wahrscheinlich wenigstens eine Halbzeit spielt. Das werde ich aber erst morgen früh erfahren. Was mir wichtig ist, euch mitzugeben, bevor ihr jetzt heute ins Bett geht, ist, hat mit unserem Plan nichts zu tun, hat mit unserer Grundordnung nichts zu tun, hat einfach nur mit das hier zu tun. Und ihr müsst verstehen als Gruppe, wir haben 2 Spiele noch und ich habe es gestern schon gesagt, wir haben alle Möglichkeiten jetzt selber. Wenn wir morgen gewinnen, spielen wir um Platz 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das letzte Spiel gegen Barca. Und ich kann jetzt 1000 Gründe finden, wieso es morgen schwierig wird. Der fehlt, der ist gesperrt, der spielt aus der Position, interessiert mir eine Scheißdreck. Ich erwarte von uns als Gruppe, dass wir morgen in der Lage sind, zu punkten. Und im besten Fall dreifach. Und das sind wir auch. Egal, ob die beiden kommen oder die nicht kommen. Ist mir scheißegal, ihr seid hier, weil ihr gut genug sind. Und da fängt es damit an, dass jeder für sich heute schon mal überlegt, was ich euch gesagt habe. Ich spreche jetzt gleich mit 4 von euch. Und dass jeder sich verantwortlich fühlt für unser Defensivverhalten. Alle durch den Bank, out die da reinkommen, out die da auf der 9 stehen, auch unser Flügelstürmer. Verstanden? Ja. Alles gut, das war's.
Ihr vier, ihr kommt einmal kurz zu mir. Jetzt in meiner Mannschaft bin ich und ein paar Spieler der Älteste und ich habe viele Jufli gespielt. Ich glaube, das Trainer hat Vertrauen auf uns. Du kannst es einfach aufhältst. Nein! Nein. So, setzt euch mal hin. Wieso glaubt ihr, dass ihr 4 hier sitzen? Weil wir 4 Führungsspieler sind, die letztes Jahr schon 4 gespielt haben. Ihr habt schon alle 4 gespielt, letztes Jahr. So, jetzt sitzt Almonit hier, ich gehe davon aus, dass er morgen dazu kommt. Ich hoffe, dass er dazu kommt. Dann ist das im Endeffekt die 4 hinten vor dir. Und ihr habt alle 5 Jugendliche gespielt. Wenn ihr das Rest der Mannschaft anguckt, es ist relativ unerfahren. Die meisten von denen haben nur dieses Jahr gespielt. Wir haben natürlich einen Alterdurchschnitt, was relativ überschaubar ist. Die sind sehr jung. Ich brauche euch morgen. Und ich brauche euch auch vor allem hier oben. Ich brauche, dass ihr versteht, wann man Spaß macht, wann man kurz Scheiße baut, dass es nicht alles zu ernst wird. Ich brauche euch vorm Spiel, dass ihr den Schalter umlegen könnt. Ich brauche euch beim Warmmachen. Jeder kann einen schlechten Tag haben, aber ich brauche die Einstellung, ich brauche die Führungsqualitäten. Ich bin davon fest von überzeugt, dass wir es schaffen werden, aber wir schaffen das nur, wenn ihr 4 performt. Und performen meine ich nicht nur auf dem Platz, dass wir gut spielen, sondern wirklich, dass wir Verantwortung für die Mannschaft nehmen. Tut das mit einer gewissen auch Gelassenheit, hat Spaß dabei. Und dann auf dem Platz seid ihr Leader, versucht die Sachen umzusetzen, was ihr auch für richtig sagt auf dem Platz. Das, was ihr von mir mitbekommt, sind Werkzeuge. Und die nutzbar sind oder nicht, das werden wir morgen sehen. Aber ihr seid jeweilig auf dem Platz und ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und das müssen wir auch morgen. Okay? Ja, alles klar. So war klar? Ja. Gut, dann schlaf gut. Und dann sehen wir uns morgen vorher. Das war's. Und jetzt kannst du, wenn du willst, kannst du sagen, ciao fürs Jetzt. Almu und Co. sind bei uns aufgetaucht, ich glaube 11 Uhr. Wir haben 2 Uhr gespielt, aber die Situation kenne ich und ich bin eher dankbar dafür und froh darüber, dass die an Halbzeit spielen konnte. Natürlich hast du die gerne 90 Minuten. Für mich jedes Spiel, ich bin immer nervös, aber wenn der Schiri einpfeifen, so ist alles weg, alles ist weg und ich bin nur so fokussiert. Anspannung vor dem Spiel, so wenn vor dem Anpfiff schon manchmal ein bisschen. Also wenn man dann die ersten Bälle so spielt, dann ist es für mich so normal wie jedes andere Spiel, auch wie in der Liga, würde ich sagen. Ja, wenn man ehrlich sein müssen, das Spiel hätte man niemals anpfeifen können oder müssen. Das hatte mit Fußball kaum zu tun. Ich finde das sehr schade, wenn man so viele Kilometer reist. Das kostet einen Haufen von Geld, eine Jugendmannschaft darüber zu schicken, dass das dann das ist, was angeboten wird. So, aber es ist ja kein Wunschkonzert. So, also der Gegner hat auf dem Platz gespielt. Klar waren die wahrscheinlich besser darauf vorbereitet, weil die schon drauf gespielt hatten. Das muss man dann so annehmen und das haben wir versucht. Na, es war ein schweres Spiel. Der Platz war nicht so gut. Aber ich glaube, wir als Mannschaft haben gut gekämpft, gut verteidigen. Ich fand schon, dass Zagreb eigentlich ein guter Gegner war. Man hat auch gemerkt, dass sie sich mit diesem Platz auskannten. Und für uns war das ein bisschen neu. Wir mussten erst mal ein bisschen reinkommen. Zagreb und wir haben viele lange Bälle gespielt. Ja, war nicht so ein cooles Spiel, würde ich sagen, aber solche Spiele gibt es halt auch im Fußball. Rob
Robin hat ja mit einer kleinen Muskelverletzung sogar zweite Halbzeit durchgespielt. Und es ist auch klar, muss man auch sagen, natürlich gegen Sturm Graz hat er dann einen Bock drin, aber ohne Robin wären wir in die Üschlägen weitergekommen. Das ist auch klar. Ich habe Luca Reggiani gesehen. Er ist halt, ich glaube, so schnell gelaufen und dann in den Ball reinkommen. Alex, das war alles so crazy. Ich würde schon sagen, dass man viel über Kampf und Wille kommen musste. Natürlich am Ende Elias Benkara mit seinem Zweikampf. Das war sehr wichtig für uns. Top-Situation von Elias, der hat sich auch da komplett abgefeiert, zu Recht auch. Da er eine entscheidende Grätsche da gemacht hat. Hat mich auch für ihn sehr, sehr, sehr gefreut. Ich war nicht so happy mit dem Resultat, weil ich will immer gewinnen. Und in diesem Spiel, ich glaube, mit unserer individuellen Qualität, so mussten wir dieses Spiel gewinnen. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Ich war einfach froh, wie der Trainer gesagt hat, dass wir wenigstens einen Punkt mitgenommen haben. Jungs, ich habe es gestern gesagt, wir können 1000 Gründe finden, wieso es schwer wird. Wir müssen einen Grund finden, wieso wir hier punkten. Es war nicht alles gut, aber ganz ehrlich, es ist eine Kuhwiese, da kann kein Mensch drauf spielen. Wir haben gekämpft. Wie wir teilweise eine eigene Box verteidigt haben, Tyler Meister etc., Robin, überragend. Deswegen stehen wir heute mit einem Punkt. Wir haben uns in alles reingeworfen, wir haben gekämpft und wir haben auswärts nach 3 Euroleague-Spiele in Brügge, in Madrid, in Zagreb keine Niederlage. Und wir spielen mit einer von den 2, 3 jüngsten Mannschaften. Und wir haben gesagt, wir nutzen euch das Ausrede, das haben wir nicht getan. Und heute haben wir auch gezeigt, dass wir ein bisschen reifer geworden sind. Das war ein brutal wichtiger Punkt. Das war genau der Punkt, was wir nicht gegen Graz bekommen haben. Freut euch über den Punkt, das habt ihr euch verdient. Okay, durch den Bank, Glückwunsch, Freunde. Leistungssport ist nicht gleichzusetzen mit Gesundheitssport, das muss man einfach auch so sagen. Also da geht es auch natürlich um Leistung zu erbringen, aber auch sich selbst zu fordern, und ich fordere die Jungs einfach auch. Dann die Seite wechseln, wieder von oben anfangen, 4-mal hoch, 3-mal runter. Es geht auch darum, dass die Jungs einfach möglichst viel Zeit auf dem Trainingsplatz einfach auch im Teamtraining verbringen. Weil wer viel auf dem Platz stehen kann viel trainieren, ist dementsprechend weniger verletzt, und das ist gerade im Jugendbereich natürlich sehr, sehr wichtig, um auch eine gewisse Resistenz auch und eine Belastungsverträglichkeit später zu schaffen. Robin, komm! Einmal seitwärts. Saubere Sidesteps, kein Springen, Schwerpunkt kurz tief, ein bisschen wieder reindrücken. Kein Springen, Männer, lasst den Schwerpunkt tief. Wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen, die meisten gehen zur Schule, sitzen dort 7, 8, 9 Stunden, bekommen schon sehr, sehr viel Input, müssen dort auch die ganze Zeit schon Leistungen erbringen, natürlich eher im mentalen Bereich. Letzte Form, wir gehen einmal zu den Hürden, Männer, wir werden ein bisschen schärfer im Anlaufen. Ich ertappe mich auch selbst dabei, dass ich manchmal vergesse, dass die Jungs schon irgendwo 7, 8 Stunden unterwegs waren und nicht wie ich hier auf die warte, um dann loszulegen. Muss man sich dann manchmal auch ein bisschen selbst einfach bremsen. Ich bin in Bielefeld geboren, 08er Jahrgang. Ich habe in Bielefeld beim Dorfverein in Dornberg angefangen. Dann bin ich da so ein bisschen verlaufen durch die Dorfvereine dort. Und dann bin ich dann nach Dortmund gekommen mit meinem Vater hier. Also Ende U10 habe ich Probetraining gemacht und seit der U11 spiele ich hier. Jetzt ist mein 7. Jahr und BVB bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich habe denen sehr, sehr viel zu verdanken. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Jedes einzelne Training, jeder Trainer, der mich bis jetzt begleitet hat, bin ich sehr, sehr froh über alles und sehr dankbar. Ja, manchmal nach dem Training gehe ich dann mit Olli, unserem Athletiktrainer, noch in den Kraftraum, mache ein bisschen extra was für mich. Manchmal ist es auch bei Musa so, der erzählt manchmal sehr, sehr viel. Das ist manchmal schwierig, auch ein Ende zu finden. Ne? Ja. Ja? Okay. Machen wir ein bisschen Cooldown nach dem Training? Nehmen wir die Rolle? Da haben wir ein paar Sachen, so speziell, in denen ich halt nicht so gut bin. Daran arbeiten wir dann halt nach dem Training, nehmen wir uns so
15, 20 Minuten, bisschen dehnen, bisschen ausrollen, hilft mir sehr. Musa sieht zwar schon so aus, als wäre er vielleicht grundsätzlich schon, könnte er schon bei den Profis mitlaufen von der Körperlänge, aber das trügt so ein bisschen. Man muss dazu sagen, der Sprung von U17 zu U19 ist schon groß. Der Sprung von der U19 höher ist nochmal viel, viel größer. Und da muss man ihn einfach sehr, sehr darauf vorbereiten. Er ist ein Spieler, der einfach sehr früh schon sehr gewachsen ist. Das Problem ist, dass meistens dann der Rest gar nicht so richtig mitgewachsen ist, so der ganze passive Bewegungsapparat, alle Sehnen, alle Bandstrukturen. Da versuchen wir eigentlich sehr, sehr viel mit ihm zu arbeiten. Was haben wir noch vergessen? Was für Noten vielleicht? Mit Olli würde ich schon sagen, dass es Spaß macht. Er ist ein guter Athletiktrainer und ja, und durch solche Sachen muss man halt auch durch als Fußballer, das ist auch schon sehr, sehr wichtig. Deswegen würde ich sagen, das gehört dazu auf jeden Fall. Andere Seite gerne auch. Rechten Arm über Kopf und lehnst dich wirklich aktiv rein. Nimm den Kopf an. Top. Dankeschön. Ich dafür gerne. Oh, Tyler, auch mal im Kraftraum. Schön. Hau endlich mal. Schön, ja. Kaum ist die Kamera da, ne? Mehr Power, Bruder, mehr Power. Ich wohne jetzt mit Musa Zuma. Musa spielt jetzt bei U19 mit mir, aber ist leider jetzt verletzt, lange verletzt. Ich habe immer ein gutes Gefühl mit ihm und ich kann immer mit ihm Spaß haben und lachen. Ah! Jetzt zweimal. Ja. Ey, faul! Ja! Hä? Ja, aber das war faul! Ist wie mein Bruder, so, ja. Ja, ich wohne mit Musa in einer Gastfamilie. Ist eine Gastmutter. Sie ist sehr nett, sehr nett, sehr nett. Mein Name ist Sabine. Ich bin Gastmutter von William und mache das jetzt seit 8 Jahren. Hatte mit William zusammen 8 Spieler bei mir wohnen. Ich muss für die essen, kochen, Mittagessen, ich wasche deren Wäsche. Dann muss ich sie fahren zum Training, ich muss sie dort wieder abholen. Dann, wenn Arztbesuche anstehen oder irgendetwas anderes, Behördengänge oder so, mache ich das auch mit denen zusammen. So, wie war es denn in der Schule? Das war gut. Ja? Ich habe heute meine Englisch Vokabeltext bekommen. Ah, und? Ja, 2. Ja. Geschrieben. So, guten Appetit, Leute. Guten Appetit. Der Salat muss immer zuerst gegessen werden, ne? Dann ist das Schlimmste weg, ne? Es gibt immer eine Mahlzeit am Tag, die wir gemeinsam einnehmen. Da werden dann natürlich auch alle möglichen Dinge besprochen. Schöne Dinge, aber auch Sorgen und Nöte, die so auftauchen, Fragen beantwortet, diskutiert. Das ist immer ein sehr schöner Teil des Tages. Habt ihr Pläne für heute? Ich muss zur Trainingsgelände gehen. Du musst zum Trainingsgelände, warum? Nur so Fahrradfahren. Ah ja. Ja. Mhm. So, muss einer mal wieder zum Friseur irgendwann? Nächste Woche. Nächste Woche? Ich auch. Ihr beide? Ja, ich muss. Guck mal, ja. Du lässt deine Haare komplett wieder rausmachen und neu, oder? Nein. Nur die Konturen? Ja, ich mag das nicht. Hairdresser hat keine Zeit. Ach so. Ja. William ist, man kann es mit einem Wort sagen, cool. Er ist ein wahnsinnig zuverlässiger Typ. Man kann sich wirklich immer auf ihn verlassen. Er ist hilfsbereit, er ist empathisch. Aber insgesamt, und er ist natürlich auch witzig, aber insgesamt würde ich das mit cool beschreiben. Nein, es ist wie eine zweite Familie. Sie ist wie meine zweite Mutter. Sie kochen sehr gut. Wir essen jeden Tag zusammen. Wir haben jeden Tag Spaß. Ich würde nicht sagen, dass wir im Team angespannt waren, aber wir wussten natürlich, wenn wir hoch verlieren oder auch verlieren, dass wir vielleicht dann eventuell raus sind. Das Thema war gut. Wir waren so konzentriert, fokussiert auf das Spiel. So, es war okay. Ich war relativ sicher, dass wir weiter sind, außer wir kriegen eine Klatsche. Und wir kriegen nur eine Klatsche, wenn wir nicht an die Sachen mutig herangehen. Ich glaube dran, dass wir mit Körper den bearbeiten müssen. Ich glaube dran, dass wir in Zweikämpfe kommen müssen. Und das werden wir nicht, wenn wir uns hinten reinstellen. Die sind natürlich am Ball überragend, die machen kaum bis gar keine Fehler, aber die tun es schon schwierig, Mann gegen Mann sich durchzusetzen.
Und ich erwarte von jeder, dass er sich durchsetzt, nicht nur die Größe. Samu, Matthias, I expect you to have the 1 versus 1, to take the duels and to win it. Don't go in there just to look, I need you to win them. Otherwise the whole team have to run for you. Okay, let's go. Ich fand schon, dass Barca ein sehr, sehr starker Gegner war. Wenn man das mit Real vergleicht, würde ich fast sagen, auf so einem selben Level. Ich würde sagen, spielerisch sogar vielleicht noch einen Ticken besser. Aber ich würde sagen, dass wir gut dagegen gehalten haben. Die war sehr gut. Ich habe das erste Mal Tiki-Taka gesehen. Die war sehr gut. So, wir haben uns Verteidiger haben viele gelaufen. Es war hart. Es war nicht einfach. Ja, Musa. Er hat schon 2 Tore und 1 Vorlage in Youth League. Er ist sehr gut. Selber nicht so ganz, wie der Ball zu mir gelangt ist. Es war die Ecke von Nick, von links. Elias, den Ball dann nochmal in die Mitte reingebracht und dann ist er einfach bei mir aufgekommen, der Ball. Und dann habe ich den mit der Picke reingespitzt ins Netz. Ja, ich würde schon sagen, dass was sehr Besonderes ist, vor allem in der Youth League. Das war ja erst mein zweites Tor und dann noch gegen so einen großen Club, Barcelona. Hat mich sehr gefreut, ja. Bis zu der 60. Minute war es ein offenes Spiel und wir führen 2-1 und dann kippt das Spiel halt. Gegentore, ja, 2 Ecke. Ja, aber nicht so gut verteidigen, kann ich sagen. Da waren wir schon auch sauer auf uns, weil wir wollten die Standards eigentlich als Waffe nehmen. Da wir schon als Durchschnittsgröße waren wir schon deutlich größer als die. Deswegen hat uns das schon genervt. Ja, sag Luca Bescheid, Neunerpressing, er kann nicht mit! Ich muss ja schon zugeben, dass ich zwischendurch mal auf die Linie brenne. Du musst schon ein bisschen anfeuern, ein bisschen mitleben. Das braucht einer an der Jungs auch. In dem Moment war es unglücklich, weil ich wusste, ich sollte keine Gelbe bekommen. Haben wir uns aufgeregt. Ja, der 4. Schiri hat sich entschuldigt danach, der Schiedsrichter eigentlich auch, weil das gelbe Karte war eigentlich nicht an mir gemeint. Ich habe es trotzdem bekommen als Chef für den Bank, dann ist es so. Das heißt ja jetzt, dass dass mein 32 oder 33. Youth League Spiel jetzt ist, das nächste, und da bin ich leider gesperrt. Ein bisschen traurig, aber das Wichtigste war halt, dass wir jetzt weiter in der Youth League sind. Deswegen ist okay. Meine Mutter, meine Schwester und mein kleiner Bruder waren Zuschauer. Seit langem mal wieder, weil meine Mutter, ich habe halt viele Geschwister und deswegen war es für mich was sehr, sehr Besonderes, dass sie Zuschauer war. Habe ich mich nochmal sehr, sehr angestrengt für sie auch. Und meine Familie bedeutet mir sehr, sehr viel. Und deswegen, ich wollte das so mäßig heimzahlen. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, so nach dem Spiel nochmal zu denen zu gehen. Haben wir auch Bilder gemacht. Fand ich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Habe ich meine Mutter auch umarmt und meine Geschwister. Nach dem Spiel war meine ganze Familie, die kommt aus Schweden, und meine 2 kleinen Neffen. Es war Spaß. Ich war ruhig, wenn ich meine Familie gesehen habe. Ich konnte konzentriert, ich war konzentriert, aber auf der Seite habe ich meinen Bruder gehört. Es war Spaß, natürlich, wenn meine Familie von Schweden kommt. Es war ein guter Tag für mich. Wir sind unter den ersten 22
Und das war das Ziel. Nur Paris und Leverkusen haben jünger gespielt insgesamt. Wir sind der jüngste Mannschaft, der weitergekommen ist. Und das gehört auch zu der Geschichte, da kann man echt stolz drauf sein. Real, ich habe gesagt, wir gewinnen da 1 von 100. jetzt müssen wir zweites Mal ändern. Dann muss ich meinen Spruch korrigieren und sagen, vielleicht gewinnen wir 2 Mal von 100. Brutal schwierig, aber es ist ein Spiel. Die Jungs sollen das genießen. Wir müssen was vorbereiten, wo die Jungs ein Gefühl haben, dass wir mutig sind, aber wo die sich auch mit wohlfühlen. Das wird der Kunst sein. Und dann sollen wir bestätigen, dass es erstes Mal nicht nur Glück war, sondern auch ein Teil des Qualitäts der Mannschaft. Ich bin gespannt und ich weiß, es wird hart. Es wird hart.